down. The least amount of tools of water where I'm at now. Congratulate the great for never giving up. The folks that always give but never giving up. The ones that always live but never living up. The one that came to show y'all the jig is up. What? Man, I've been cooking up so tough and y'all would not believe it. Die Jungs brauchen beide Lunchboxes. Ja, wir machen das abwechselnd. Es gibt Tage, wo ich das Ganze übernehme. Es gibt auch Tage, wo meine Frau das macht. In den Lunchbox. Das dürfen die bisschen Popcorn auch haben. Ja, jetzt mit Schule und Kindergarten ist halt ein bisschen schwieriger, weil es ist 2 unterschiedliche Orte und ja, der eine muss um 8 Uhr schon da sein, der andere reist erst 9 und deswegen jetzt morgens immer so eine Runde von 1,5 Stunden im Auto oder keine Ahnung. Es gehört dazu, wenn man Kinder hat, also das ist kein Problem. Förfala. Vagy Pizsit, vagy nem tudom valamit. Sorry, die hatten noch die Sachen von gestern. Wir ziehen sich jetzt so. Das Wort ausschlafen kenne ich seit 6 Jahren nicht. Weil gefühlt Kinder sind so, wenn die aufstehen müssen, dann wollen sie nicht. Aber wir müssen los. Wenn die am Wochenende, keine Ahnung, mal einen Sonntag ausschlafen können, dann sind sie 6 Uhr, 5 Uhr schon wach und wollen spielen. Also von daher keine große Routine. Ich brauche meinen Kaffee einfach. Wieso Minika? Joluta? Ist noch müde. Wieso Minika? Gyere apához, jó? Ide jössz? Gyere apához. Csináljunk reggelit? Gyere, engedd anyát, jó Matz? Ja. Akkor. Er geht noch hoch. Komm. Sie waren noch ein bisschen Zeit, um aufzuhören. Also ich habe aufgehört mit dem Nationalteam. Ja, einfach mit der Familie genießen konnte und ja, es ist eine Phase, wo ich merke das auch, dass natürlich die Jungs auch wachsen und die Zeit bekommt man auch nicht wieder und deswegen irgendwo war das für mich ein Stück weit sehr verständlich, dass ich jetzt bei Nazio aufhöre und ein bisschen mehr Zeit mit denen verbringen kann. War noch ein Hm? Na gyere, akkor csináljuk valamit. Für mich persönlich war natürlich der erste Pokalsieg als Kapitän in meiner Fußballkarriere bisher das schönste Moment und ja, jeden Tag einfach daran erinnern zu können, ist mal schön. Die Hälfte, sagen wir, nach Ungarn gebracht. Ja, ist einfach schön, jeden Tag drauf zu schauen. Die Jungs haben heute Fußballtraining, so wir müssen die Sachen jetzt schon mitnehmen, weil wir das nicht mehr schaffen, nach Hause zu kommen. Ich glaube, Domi, du hast Torwarttraining, oder? Heute. Und Vinny hat Mannschaftstraining. Okay? Akkor nem baj, neki nincs kenyer? Mondjuk. Ich habe gestern versprochen, dass die Süßigkeit bekommen, weil am Flieger gab etwas, was die gerne also auf den Hinflug gegessen haben, so Roulade, weiß ich nicht. Und die wollten deswegen wach bleiben, dass sie das nochmal haben könnten. Ich habe gesagt, wenn die früh einschlafen am Flieger, dann packe ich das rein in Lunchbox. Darf ich das bei Vinny? Vinny darf keins. Vinny darf nicht. Okay, im Kindergarten darf man keine Süßigkeit reinpacken. Also, es war unlucky. U7, Domi. Und ja, Vinny ist halt 4 Jahre alt. Also, es ist noch sehr, sehr früh. Hauptsache, dass die beiden am Fußball einfach Spaß haben. Ich sage immer zu meiner Frau, Hut ab von meinen Eltern, dass sie das auch so wirklich regelmäßig geschafft haben, weil das neben unserem Leben und klar mit Training und so ist nicht so einfach. Fiúk csücsvája.
Occhio. Kind Nummer 2. Der Mini. Merot, der Merot. Matung. Ups. Okay. So, jetzt fahren wir zum Studio. So, das ist das Studio, Pilates-Studio von meiner Frau. Jetzt schon über ein Jahr, seitdem die geöffnet sind. Und also ich komme nicht so oft hier. Also für Matcha, nicht fürs Training. Aber So, hier ist unser Reformer-Pilates-Bereich. Wir haben 8 Reformers und ja, das ist der schönste Teil von dem Studio. Und wir bieten unterschiedliche Kurse an. Und natürlich ist unser Theke, wo unsere liebe Mitarbeiter, die Kundinnen begrüßen. die haben das sehr, sehr schön umgesetzt auch. Sie hat noch eine Partnerin, eine Geschäftspartnerin, und die haben das die beiden gemacht. Also ich war hier, ich habe nichts gesagt, nichts gemacht. Klar, wir haben ein bisschen andere Muskulatur, sag ich mal. Also wir sind Fußballer vielleicht nicht so flexibel, und diese langen Muskeln, diese langsamen Bewegungen. Also ich hatte übers Muskelkater Hamstring und Adduktor nachher. Fabio Cortotti ist Tennis- oder Paddeltrainer. Ich kann dann Pilates-Trainer sein, und Fabio macht. Also ja, mal schauen. Wir sind einfach immer aktiv und wir lieben Sport, und deswegen passt es auch sehr gut dazu, was sie macht. Und ja, ich glaube, diese Balance ist einfach wichtig in unserem Leben. Bis gleich. Also wir sind hier bei Bärenherz Kinderhospiz. Ja, dadurch, dass ich letzte Saison die meistens zu 0 Spiele gehabt, einen Preis gewonnen von Sport 1. Nicht nur ein schönes Handschuh, was bei uns schon gesehen habt, sondern auch 7.500 € Preis, was ich spenden durfte. Und wie schon in den ersten 2 Zeiten habe ich Bärenherz ausgewählt. Es ist natürlich etwas, was für mich als Vater auch extrem wichtig ist, das Thema Gesundheit, Kinder. Und ich weiß, dass das Kinderhospiz hier eine überragende Arbeit leistet. Es ist eine traurige Geschichte, aber was die für die Kinder und für die Familien tun, es ist einfach Wahnsinn. Und ich bin einfach sehr glücklich, wieder hier zu sein und ja, mit dieser kleinen Spende auch die Kinderhospiz zu helfen. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, Hallo. ich bin die Uli. Ja, Peter, Hi. hallo. Freut mich sehr. Ja. Herzlich willkommen im Wir Kinderhospiz freuen uns auch. Bärenherz. Dankeschön. Wollen wir reingehen einfach mit? Ja, genau. Ja, Gerne. würde ich sagen, wir gehen mal hier oben. Wir haben inzwischen fast 80 Mitarbeitende hier im Kinderhospiz. Also die größte Gruppe sind natürlich die Pflegekräfte, aber wir haben auch psychosoziale Begleitung für die Erwachsenen, für die Geschwisterkinder, halt alles an Trauerbegleitung von dem Moment an wirklich, ab dem die Familien zu uns kommen. Also nicht erst nach dem Versterben der Kinder, sondern Trauerbegleitung ist halt wirklich schon nach. Das ist jetzt zum Beispiel für einen Erstaufenthalt, wenn jemand sich noch nicht zutraut, da oben zu schlafen, während das Kind unten ist. Aber auch wirklich, wenn die Kinder im Sterben liegen, dass die Eltern dann nicht so weit weg sind, dass sie dann wirklich sehr nah am Kind dran sind. Das können sie ja hier, diesen Prozess können sie ja hier durchlaufen. Müssen sie nicht, aber viele nehmen das eben, dieses Angebot wahr, weil das kann man ja gar nicht in Worte fassen, was das bedeutet, wenn man sich von seinem Kind verabschieden muss. Und das komplett alleine zu machen und niemanden zu haben, der einen da stützt, das ist, also ich finde es unvorstellbar, und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir diese Arbeit machen können. Und wir können die ja nur machen, weil Leute uns unterstützen. Also auch weil du uns unterstützt, können wir diese Arbeit machen. Und zu sehen, was das den Familien bedeutet,
Das ist wirklich, ich kriege gleich wieder Gänsehaut, weil das ist einfach mich sehr berührt. Für mich oder für uns, das ist unvorstellbar. Also wirklich, ich weiß, wie es ist jetzt als Papa oder als Eltern. Das ist ein Thema, das man nie im Leben erleben will oder haben will. Und Das ist ja schon auch, wenn man nicht muss, denkt man ja nicht mal drüber nach. Umso wichtiger finde ich es auch, also auch du könntest jetzt dich einfach wegdrehen und dich in einem anderen Thema zuwenden. Aber zu sagen, okay, es betrifft mich nicht, aber trotzdem helfe ich, finde ich so viel wert. ja, das ist für uns seit Jahren, also klar, Ja. ich habe jetzt durch diesen Preis die Möglichkeit bekommen. Wir helfen auch sehr viel in Ungarn. Ja, Meine Schwester ist Ärztin, ihr Mann ist Chirurg. Also wir, sag mal, klar, ich kenne mich jetzt nicht komplett aus in den gesundheitlichen Bereich, aber ich weiß, welche Themen gibt und das ist hier natürlich schon eine der traurigste, was man haben kann. Aber trotzdem, ich finde das unfassbar, diese ganze Arbeit und diese Unterstützung, weil man das selbst als Eltern gar nicht vorstellen kann und will. Und trotzdem, wenn irgendwann mal zu diesem Moment kommt, dass man jemand hat, das ist so wertvoll. Und also hier war der Aufenthaltsbereich, da kann man dann hier auch auf die Terrasse treten. Und das ist eben unser schöner Garten. Ganz, ganz herzlichen Dank. ja, vielen Dank Also für die Zeit. Das wirklich nochmal für die Spende, aber auch, dass du hergekommen bist und für die Familien ist das Ja, einfach. das ist wirklich nichts. Aber die können halt auch mit ihren Kids nicht einfach dann so los und zum Spiel. Das wäre viel zu Ja, zu viel für die. viel, zu anstrengend und da zu warten. Irgendwie, wenn dann nicht jemand kommt zu uns, dann haben die nie die Möglichkeit. Das ist halt für die wirklich so ein Highlight, wo sie sich immer dran erinnern. Sehr gerne. Also hoffentlich komme ich nochmal. Ja, würde mich sehr freuen. Die Einladung steht. Dankeschön. Ja, ich hatte da Training auch. Und weißt du, wenn du dann selbst Kinder hast, dann überlegst mal, erst so wirklich so dein Tagesablauf, also es ist einfach, wie glücklich wir sind, weil du denkst nicht nach, weil es ist nicht in dein Leben. Andererseits, wenn du das siehst, dann denkst du wirklich, wow. Und wirklich alles ein bisschen anders zu sehen. Für mich war ein Stück weit meine Verletzung so. Dann siehst du Dinge ganz anders. Und klar, es war nur eine Verletzung, wo man zeitlang nicht Fußball spielen konnte. Und dann schätzt du wirklich jeden Trainingstag, freust dich einfach auf den Platz zu sein. Und das ist in einer ganz anderen Größe natürlich, aber genau das Gleiche. Die schätzen einfach die Tage hier. Es wird mich schon ein bisschen beschäftigen, weil ich werde natürlich darüber auch mit meiner Frau heute sprechen und alles, was ich heute gesehen habe, es berührt dich komplett und heute zum Beispiel, wenn ich meine Jungs im Training sehe, dann werde ich wahrscheinlich noch dankbarer sein für alles, was wir haben und wie wir haben. Weil das kann man jetzt so, also es ist nicht so, dass man hier kommt und in 2 Minuten das Ganze vergessen kann oder vergessen will, sondern es ist eher so, wenn das Training ist, dann kannst du schon sehr gut die Dinge ausschalten. Das war für mich so, als wir gegen die Bayern gespielt haben, du verlierst 6-0. Katastrophales Spiel, wirklich. Schlechter Start. Und da kam die Bayernbank entgegen und ich habe Sven Ulreich gesehen. Und ich habe auf die Tribüne geguckt und meine 2 Jungs waren auf die Tribüne. Ich habe gesagt, weißt du was? Es ist Fußball und es ist wichtig und das war richtig enttäuschend und dass wir verloren haben. Aber wow, also
du siehst schon die Dinge ein bisschen anders. Es war Geburtstag von meiner Kleine, ist 4 geworden an dem Tag und meine Frau mit den Jungs runtergefahren nach München, Spiel anzuschauen. Es war für die natürlich auch, meine Große hat bei jedem Gegentor geweint und klar war Schiris schuld und sogar die Bayern-Fans haben ihn irgendwie getröstet und die haben halt gesagt, ja, aber Papa hat gut gehalten. Und dann kommst du wirklich runter und denkst, 6, hart. Und dann habe ich den Sven gesehen und ich dachte, wow, ey, meine beide sitzen mit meiner Frau auf der Tribüne und ich gehe jetzt gleich hoch zum Essen, dann habe ich noch CK-Messung. Dann normalerweise so 1 Stunde vorm Training bin ich schon im Gym. Reinschauen mit ein bisschen Aktivierung, Stretching, vorbereiten fürs Training. Dann muss ich steten, Finger, Handgelenk, Sprunggelenk. Das kostet schon ein bisschen Zeit. Ich sitze neben Max in der Kabine. So, ist sehr, sehr angenehmer Mannschaftskollege. Ja, heute ist mein Tag. Das ist leider jeden Tag so. Ich muss die Fingern jeden Tag tapen. Sonst geht's nicht. Meine Materialkosten sind sehr hoch. Ich glaube, ich könnte meine Finger mit Augen zu tapen. Ich habe das so oft gemacht. You want to be in my movie? You want to be in my movie? Yes. This is my brother from Serbia. Traum war jetzt Bundesliga zu spielen. Und als ich hier gekommen bin, es war schon das Ziel und es war sehr realistisch, in einem Jahr Bundesliga zu spielen. Das haben wir geschafft. Aber dass wir so schnell dann uns für Champions League qualifiziert haben, damit habe, glaube ich, keine gerechnet. Und dadurch natürlich diese Entwicklung, wie der Verein gewachsen ist, ist es viel schneller geworden. Weil Ralf Rangnick hatte immer diese Vision, in 5 Jahren international zu spielen. Das haben wir in 2 Jahren geschafft. Und sogar Champions League. Das war schon ein sehr gut zusammengestellter Kader damals in der 2. Liga. Also das Kader wurde so zusammengestellt und auch solche Persönlichkeiten oder Typen in diesem Kader, die auch schon für Bundesliga bereit waren. Wenn du überlegst, dass wir Sabi, Emil, Jussi, Klosti, Willi oder ich Halste im Kader hatten mit Dominik Kaiser, Ranike Dira, Diego Demme, die waren alle erstmal sehr gute Fußballer, auch super Typen und alle schon bereit für Bundesliga. Und dann haben wir nach einem Jahr kam noch der Timo dazu. Wir hatten einfach eine richtig gute Mannschaft mit Nabi, sehr viel Qualität auch und eine Mannschaft, die schon seit einem Jahr zusammengespielt hat und wie gesagt für diese Challenge bereit war. Und es war auch absolut verdient, dass wir Zweite geworden sind in dieser Saison.
Die trainieren nachmittags, was mit unserem Trainingsplan manchmal nicht so ganz klappt. Aber wenn ich kann, bin ich immer dabei. Auch am Wochenende jetzt. Es sind oft sonntags noch Turniere, wo ich versuche dabei zu sein. Ich kenne das natürlich von meinen Eltern. Ich sage immer, mein Papa war beim jedem Spiel dabei, jedem Turnier dabei und ich weiß, wie viel das für mich damals bedeutet. Und wir versuchen, einer von uns immer dabei zu sein mit meiner Frau beim Training. Mein Großer hatte schon Torwarttraining davor. Der Kleine ist jetzt erst dazugekommen. Sie sind noch jung, also es geht viel mehr um Spaß, als jetzt irgendwas zu fordern oder pushen. Aber die sind so aufgewachsen im Fußball und deswegen ist es für mich auch natürlich schön, wenn die Bock drauf haben und Lust drauf haben. Deswegen bin ich auch gerne immer dabei. Ich hätte mir gewünscht, auf so einem Platz, als ich Kind war, zu spielen. Also in Ungarn, in meinem ersten Verein, hatten wir keinen Rasenplatz. Und ich habe damals Ekzema auf die Hände, weil du geschwitzt hast. Im Sommer war sehr trocken. Und ich hatte sehr viele Probleme, aber mich hat das nicht interessiert. Also einfach spielen. Also hier, was jetzt, er hat gerade Tor gemacht. Also meine Große ist in Orange, auf jeden Fall, das sieht man von hier. Ich pushe die nicht, dass die Fußballer werden. Solange die Spaß am Fußball haben, ich finde das überragend, dass sie spielen, weil es gibt für die auch Werte, die man nur durch Mannschaftssport lernen können und ja, deswegen freue ich mich, wenn die Lust darauf haben. Wenn die irgendwann mal sagen, Papa, ich will kein Fußball mehr spielen, wir müssen halt nicht. Also meine Große ist wirklich Wahnsinn. Er kann sagen, was wir vor 2 Jahren gegen Augsburg gespielt haben, welche Trikot ich anhatte, welcher Sponsor hat Osasuna und er hat alles im Kopf. Welche Rückennummer hatte letzte Saison, jetzt diese Saison. Also man sieht schon, dass er sehr viel Interesse am Fußball hat und ja, das ist einfach schön. Ich bin immer der Ruhiger und meine Frau ist immer so, come on, yeah, let's go. Und ich sage, ja, nicht reinschreien, weil klar, sie hat das erlebt durch meine Karriere, wie man die Daumen drückt, wie man angespannt ist. Deswegen, es ist anders im Kinderfußball natürlich. Aber sie hat immer noch diese Reiz oder diese Feuer drin, die Jungs auch zu pushen. Und ich sage immer, versuch. Also wenn ich gehe, dann ich bin leise. Ich gucke die Spiele an. Ich sage ihm auch, bei Kindern ist ein Thema natürlich, die verteidigen ungern. Die wollen den Ball haben. Und dann irgendwann mal bleiben die stehen und warten, bis die den Ball haben. Und das Laufen ist auch dazu gehört, dass das Tackling auch dazu gehört, defensiv auch, Arbeit auch dazu gehört. Und sonst, ich bin ganz, ganz ruhig, wenn ich spiele. Nam faso. Also meine Kleine ist jetzt da, in Nusa-Trikot, wie wir das schon heute früh gesehen haben. Das meine ich mit langem Weg. Also, die Söhne von Kevin spielen auch Fußball und wir diskutieren immer so, wollen wir das wirklich, dass die Fußballer werden? Klar ist am Ende, wenn man das schafft, ist schön. Aber auch der Weg ist wirklich ist lang und Hi, Peter, hallo. Und, hast du? De Bruyne, gute Wahl. Tünk. Holnap mész, nem tudom, hogy megbeszélted Anton, hogy mész. Vini, hat Spaß gemacht? Na, megyünk haza, aztán vagy mi lett. So, ab nach Hause. Bis gleich. Toban, tudod? Egyöptet be. Kapom érset. Hát
Moci come erst am Sonntag, ja, wenn. Winnie, willst du rausgehen ins Garten? Oder nicht? Barfuß, oder? Ich mache sehr gute Arbeit da draußen als Platzwart. Wirklich. Ich bin also es war Unkraut und ich habe das schon einigermaßen hinbekommen, seitdem die Jungs draußen auch spielen wollen. Und das ist alles selbst gebaut. Ja, ich kaufe Rasensamen. Ja, jetzt noch schönes Wetter. Also ja. Én legyek a Winnivel? És egyedül ellenet? Okay, er sagt, ich muss mit Winnie, komm, dann sind wir zusammen. Das ist allerdings in Hüftburg. Ich spiele mit den Jungs sehr gerne im Garten. Jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast im Tor. Winnie, bist du Stürmer oder Torwart? Yes! Nein, warte. Wo war der? War drinne? Wir haben ein Video. Und? Kein Tor. Kein Tor. Ich mach das Tor jetzt und wir gehen essen. Oh. Ja, wir sind schon ich bin schon sehr glücklich, oft diese perfekte Abend zu haben. Weil wir kommen nach Hause, wir essen zusammen, dann geht's Richtung Baden. Dann baden die Jungs normalerweise, dann Pyjama anziehen und ins Bett gehen, dann noch 1, 2 Geschichten lesen. Und so jetzt, vor allem diese Saison, leider ohne internationalen Fußball, kann ich viel öfter dabei sein. Und das ist schon etwas, was ich natürlich extrem vermisst habe über die Jahre, weil wenn man so viel unterwegs ist, dann man verpasst auch vieles. Auch wenn es manchmal anstrengend ist, es ist trotzdem sehr, sehr schön, ein großes Teil jetzt ihres Lebens zu sein, was ja, nicht immer einfach ist, wenn man Fußballer ist. Domi, gute Nacht, Winnie, was sagst du? Tschüss, 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 tschüss. Ja, so das war mein Tag. Ich hoffe, dass ihr das genossen habt. Hat mich sehr gefreut. Schönen Abend euch. Ciao, ciao. Ciao.